So, neues Video. Welcome to Petra. Es gibt viele neue Wege in Petra zu entdecken und einen Weg, den werde ich demnächst laufen. Das ist um die Königsgräber herum und der beginnt da in der Ecke bei der Neuen Brücke. Und so sieht es mittlerweile in Petra aus. Es ist voller geworden. Wir sind durch den Zick schon durchgegangen. Hier vorne haben wir das römische Theater, was ausgegraben wurde. 6.500 Menschen passen da rein. Und Petra ist die Stadt der Nabatäer. Lasst uns mal weiterschauen. Der Eingang zum Theater. Hier hat man eine Besucherplattform hingebaut, damit man reingucken kann ins Theater. Früher war es offen, konnte man auch noch hoch. Mittlerweile zu gefährlich, weil die Steine zu rutschig sind. Und da einfach zu viele Unfälle passiert sind. Deswegen können wir nicht wie in Jerash hochgehen. Aber ist auch nicht so schlimm. Es gibt genügend Dinge in Petra zu entdecken. Aktuell kommen 10.000 Besucher pro Tag in Petra an. 10.000 pro Tag. Und auf meinem YouTube-Kanal findet ihr einen Film über Petra. Der ist 1 Stunde lang. Ich weiß, der ist sehr lang. Aber da kann man mal sehen, wie es ist in Petra ohne Menschen. So, hinauf. Großer Tempel. Oben gibt es eine Überraschung. Der große Tempel von Petra. Genauere Informationen zum Tempel gibt es gleich. Das ist die Sicht, die wir jetzt hier haben. Der große Tempel ist der größte Tempelkomplex, repräsentiert eines der wichtigsten archäologischen Stätten im Zentrum von Petra. Der gesamte Tempel misst schätzungsweise 7.000 Quadratmeter, einschließlich des nördlichen und südlichen Endes, der riesigen Eingangshalle, da stehen wir gerade drin, und des oberen Temenos, heiliger Bezirk genannt, sowie das obere Temenos, das heiligste Innere des Tempels selbst. Da werden wir gleich hingehen. Da bin ich auch schon drin gewandert, auf dem Video, was 1 Stunde ist. Without People. Da hatte ich aber diese ganzen Informationen halt nicht, die ich mir jetzt natürlich bei meiner 3. Petra-Reise besorgt habe. Deswegen kann ich euch mit ein bisschen mehr Informationen versorgen. Wir schauen uns den Tempel an.
So, jetzt waren wir unten in dem großen Eingangsbereich und sind jetzt in einem Bereich des mittleren Teils vom Tempel. Und das, was wir hier sehen, das muss irgendwas gewesen sein, wo die Leute zusammenkamen und Rat gehalten haben. Da oben saßen irgendwelche Menschen und hier unten hat jemand gestanden und gesprochen. Genaues weiß man aber nicht, warum das mitten in den Tempel eingebaut wurde. Lasst uns mal weiterschauen. So, das ist wie gesagt der Bereich hier, wo irgendwelche Ratsleute gestanden, gesessen haben. Und ab und zu muss man in Jordanien aus seiner Komfortzone raus und über altes Gemäuer laufen. Abenteuer, Jordanien. Ja, fantastischer Blick hier oben von dem großen Tempel. Wie gesagt, gesehen habe ich das alles schon 2021. Aber es ist immer wieder faszinierend, was für einen schönen Blick du hast hier über Petra. Eine umgestützte Säule, aus mehreren Scheiben zusammengesetzt. Und das Gewicht einer Scheibe könnt ihr mal schätzen. Haut mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Und hier ist noch ein Treppenabgang. Und ihr könnt ja mal schätzen, was eine Säule so wiegt. Haut in die Kommentare. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist nochmal so ein Nebenbereich des großen Tempels. Ist doch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Er ist zu. Aber von oben kann man das relativ gut sehen. Das ist der sogenannte Westflügel. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß dieser Tempel gewesen sein muss, als er mal fertig war. Und komplett. Nächstes Ziel. Da hinten, dieser rechteckige Klotz. Qasr al-Bind, Märchenschloss. Das 23 Meter hohe Bauwerk ist fast quadratisch und steht auf einem Podest. Qasr al-Bind war der Haupttempel in Petra. Durara gewidmet. Zugang erhält man über eine 26-stufige Treppe. Die Rückseite des Tempels besteht aus 3 Teilen. Der mittlere stürzt den Altar, der Sitz der Götter und Göttinnen. Die beiden anderen hohen offenen Terrassen der Tempel stammen aus der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus. Also das werden wir uns nachher noch schon anschauen. Da geht es gleich hin zu dem Märchenschloss Qasr al-Bind. Auf geht's. Yalla, 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 yalla. Stadttor von Petra. Und der Weg zum Märchenschloss. Diese Säulenstraße ist eine rein nabatäische Schöpfung, wurde aber während der römischen Besatzungszeit erneuert. Sie war wahrscheinlich eine der Haupteinkaufsstraßen des antiken Petra, wo wir uns jetzt befinden. Und jetzt zum Märchenschloss. Rein können wir leider nicht, ist nicht mehr erlaubt.
Das Märchenschloss. Qasr al-Bint. Die 23 Stufen hoch zum Tempel. Warum Märchenschloss? Der Sage nach ist dieser Tempel erbaut worden von einem Pharao, der seine Tochter dort eingesperrt hat. Es gibt eine Geschichte zu der Tochter, die ich aber leider nicht mehr zusammenbekomme. Und in der linken Wand, die wir hier sehen, ist Holz eingebaut als Zwischenlage, was das Ganze dann erdbebensicher machte. Ich weiß nicht, ob man es drauf bekommt, ob ihr das sehen könnt auf dem Film. Ich gehe mal ein Stück an die Seite. Also wenn man davor steht, sieht man das richtig, richtig gut. Ja, da ist so ein heller, waagerechter Strich und das ist Holz. Und damit stürzten diese Wände bis heute nicht ein. Warum ist der Tempel eingestürzt? Das gleiche wie in Jerash, das größte Erdbeben in der Geschichte Jordaniens. 760 circa nach Christus. Und da hat dieses Gebäude leider auch nicht mehr standgehalten. Das Palastgrab. Er stammt aus dem frühen 2. Jahrhundert nach Christus und hat eine beeindruckende fünfstöckige Fassade. Hinter dem Grab befindet sich ein Damm und ein Wasserreservoir, von wo aus Regenwasser zu einem nördlich gelegenen Becken geleitet wurde. Das Monument wurde wahrscheinlich für Bankette und Beerdigungszeremonien genutzt. Das korinthische Grab. Der obere Teil des Gebäudes ähnelt dem Schatzhaus, aber es ist sehr durch Erosion beschädigt. Das Grab vereint Elemente nabatäischer und klassischer Architekturstile.
Das Seidengrab. Dieses Grab ist bemerkenswert wegen der verschiedenfarbigen Gesteinsschichten, aus der die Fassade gemeißelt wurde. Bei Regen ist dieses Objekt so sauber, dass es förmlich strahlt, wenn es von der Sonne angeleuchtet wird. Die Königsgräber. Dieser Name bezeichnet 4 wundervolle nebeneinander liegende Fassaden. Sie liegen auf der rechten Seite am Ende des Hauptweges, der mitten durch die Stadt führt. Die 4 Gräber im Einzelnen. Das Urnengrab. Dieser Name leitet sich von dem Gefäß ab, das der Giebel krönt. Es wurde vermutlich um 17 vor Christus gebaut und erstreckt sich auf dem Hof mit Säulen zu beiden Seiten. In der Fassade befinden sich 3 kleine Gräber. Das Monument wurde ab 446 nach Christus als byzantinische Kirche genutzt. Und hier sind wir in dem größten Innenraum in Petra. So langsam geht die Sonne unter in Petra. Da geht es jetzt gleich runter, aber vorher geht es nochmal da auf die Ecke. Und dann gucken wir uns das Objekt nochmal an, bevor es dann hier runter geht. Dann über den Sick hinaus. Ja, reingelaufen in die Stadt, da unten über den Weg hinunter und jetzt über die Königsgräber hierher zurück. Auch ein Abschnitt von Petra, den ich nicht kenne. Hier bin ich nicht gewesen, weil einfach die Zeit fehlte. Und zu sehen, wenn man hier lang kommt, ist das. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, A, wie groß es ist und B, wie glatt die Wand ist. Hammer. Ich sage nur so eins, da kann sich so manch deutscher Maurer mal eine Scheibe von abschneiden, was die schon 700 vor Christus hinbekommen haben. Ich da gerade an meinen Wasserschaden denke, dann wird mir ganz schwindelig. Grabkammern. Wie weit es runtergeht, kann ich nicht sehen. Ich habe meine Taschenlampe nicht mit. Sorry for this. So, Abschluss. Petra. Sehr interessant heute wieder. Etliches Neues entdeckt. Was ich so auch noch nicht gesehen habe. Morgen Plan ist Little Petra. Von Little Petra zum Kloster Aldir. Die 800 Stufen runter, gibt schon einen Film drüber. Aber dann Ausgang zurück durch den Abwasserkanal. Das ist morgen der Plan. Ich hoffe, es klappt. Ciao, Subscribe drücken. Bis zum nächsten Mal.